Punkt. So, Einstellungen, Video ist okay, Audio, ja, noch ein bisschen leiser, damit ihr es besser hören könnt. 130 sollte okay sein. Gameplay, ja, ist okay, das Spiel ist klar. Machen wir ein neues Spiel. Im Gedenken an die himmlischen Hunderte der Ukraine. Presents. Starring Sherlock Holmes, Dr. John Watson, spezielles Wiggins and Der schwarze Peter. Sie haben einen wichtigen Satz in einem Dialog verpasst, kein Grund zur Sorge. Im Notizbuch finden Sie den Dialogprotokoll mit allen Gesprächen. Manche Beweise erfordern weitere Untersuchungen, sind im Notizbuch mit speziellen Symbolen gekennzeichnet. Holmes! No. Holmes, will you stop that? You are utterly mad. Hauptsache er ballert Stop, auf die Gegend. Holmes. Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Lehrergang, klappernde Handschellen, Polizist. Und Stufe ausgelassen. Inspektor Lestrade. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The Medi Men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Öffnen Sie mit Viereck Ihr Notizbuch und erhalten Sie einen Überblick über den Stand der Ermittlungen, Aufgabenbeweise und so weiter.
Hopelessly inspirieren. Inspizieren. Profil des Opfers. Peter Curry, auch bekannt unter dem Namen Schwarzer Peter, geboren 1845 und damit 50 Jahre alt. Er war ein erfolgreicher Walfänger in skandinavischen Gewässern, setzte sich 1884 zur Ruhe und zog einige Jahre später nach Hopelessly. Aufgaben. Untersuchen Sie den Mord an Peter Curry, sehen Sie sich den Tatort in Hopelessly an, suchen Sie einen Anzug aus Ihrem Kleiderschrank aus und treffen Sie den Lestrade in Hopelessly. Der Schwarze Peter. Inspektor Lestrade stattete Baker Street einen Besuch ab, dabei erzählte er Holmes von einem grotesken Mord, dem ein ehemaliger Kapitän, Schwarzer Peter genannt, zum Opfer gefallen ist. Alles klar. Dann sehen wir uns das mal an. Watson. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Ich denke, wir müssen uns erstmal, wie auch die Aufgaben gesagt haben, einen Anzug raussuchen. Ich denke mal, wir hier. Anzug. Was nehmen wir? Morgenmann ist natürlich nicht passend, das ist klar. Seemann passt auch nicht unbedingt. Das sieht doch nicht schwer aus. Das sollte sperrt. Freizeitanzug, nehmen wir das. Schminktisch kann man auch nutzen, was machen wir da? Die Kopfbedeckung. Gesperrt, gesperrt, gesperrt. Da sind ja tolle Frisuren. Oh, Mut kann man nehmen. Kann man den Hut nehmen? Nee. Alle gesperrt. Bart. Oh weh. Sieht ja klasse aus. Nee, lassen wir das mal. Man muss Watson aus Karte. Oh, what a mess! What a terrible mess! Naja, ist ein bisschen durcheinander. Kannst du mal ein bisschen putzen hier, ne? Alles klar. Ne, so nicht. Achso. Dann gehen wir mal ins Lieb. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Stress mich nicht. Ein Genie braucht seine Ruhe. Okay. Hiermit können wir wohl Details aufdecken, wie es aussieht. Mr. Holmes? Gut, sis. It seems that the garden was well maintained. Dann können wir auch das sehen. Hier. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Irgendetwas Ungewöhnliches. Madam,
Can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Okay. Abend des Mordes. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Mhm. Wann wurde denn die Leiche gefunden? Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. Du bist ein Gärtner? The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Angucken können wir so aus. Was haben wir denn da? Also. Gucken wir in die Augen. Klar, hier ist nix. Kamel. Oh, ein Gläubiger. Katholiker Rosenkranz. Gartenhandschuhe. Haubenmeise. Nistkasten. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Charakterporträt. Judith Carey. Judith stammt vom Lande, irgendwo aus der Nähe der alten Kiefernwälder von Inverness und Strathberry. In Schottland, wo Haubenmeisen zu finden sind. Sie ist eine religiöse Frau und hat in jungen Jahren eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg zur Kathedrale von Santiago de Compostela unternommen. Was haben wir an Beweise? Beweise. Judith Carey führt aufgrund ihrer unglücklichen Ehe mit Peter kein angenehmes Leben. Sie ist eine hochreligiöse katholische Frau, die in jungen Jahren eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg unternommen hat. Alles klar. Watson, wir kombinieren. Die Leiche ist quasi ein älterer ehemaliger Seemann, der wahrscheinlich total deprimiert ist, hat viel getrunken, war, wie gesagt, deprimiert dementsprechend und hat sich wahrscheinlich dann erhängt. Dementsprechend Fall gelöst. Wir können gehen. Ja, bestimmt, wenn es so leicht wäre, aber ich denke mal, da ist was anderes hinter. Haben wir hier noch irgendwas? Und? Ja. So, Watson, was gibt's hier? Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Wunderbar. Polizist, öffnen Sie die Tür. The door is locked.
Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Warum? Da sind Kratzer dran. These scratches are fresh. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Alles klar. Öffnen Sie die Tür. Ups. What a terrible way to die. Okay, also Watson, wir kombinieren, hängen ist Blödsinn, selber umgebracht hat er sich wahrscheinlich auch nicht. Dementsprechend würden wir fast daran behaupten, dass Selbstmord flach fällt. Sieht gut aus. Was haben wir denn hier so alles? Ja, Watson, kombinieren, er ist tot. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Achso, okay. Messer? This wooden handle is plain and solid. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Initialen. JHN. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. These abbreviations mean something, but what? Was have we seen here? This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. So, was liegt auf dem Tisch? Okay, zwei Someone Gläser. drank from this glass recently. Someone drank from this glass recently. Also, das heißt, hier waren zwei Leute. Logischerweise, da er an der Wand hängt. Sailor's drink. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Also. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Okay, haben wir nichts weiter?
Nein, da wollte ich nicht hin. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Eine Holzkiste. Was haben wir da denn drin? Schuhe. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Eine Tasche. Eine Mütze. Old navigation instruments. Nothing interesting. Okay. The murder weapon was probably taken from this rack. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Das sieht doch aus, dass hier irgendwas stand, oder? Ah, siehst du, vielleicht die leere Stelle. Staub, okay. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Okay. Dundee. Hammerfest. It's a whaling map. Okay, kombiniert können wir auch. Wenn Sie zwei Hinweise finden, die miteinander in Verbindung stehen, entsteht daraus eine Herleitung. Rote Farbe zeigt an. Schön, danke, dass ich vorlesen darf. Kein Gärtner. Judith Carey hat ausgesagt, dass ihr Mann sich selbst um den Garten gekümmert hat. Das klingt allerdings nicht sehr glaubwürdig, womöglich verheimlicht sie etwas. Notizbuch. Ein Notizbuch mit den Initialen J.A.N. auf dem Deckel. Es befinden sich auch Blutspuren auf dem Deckel, die darauf hinweisen, dass das Notizbuch nach der Tat in den Blutlache gefallen ist. Aufgespießt an der Wand. Peter Carey wurde mit einer Harpune in die Brust getroffen und an der Wand aufgespießt, wie ein Schmetterling. Einbruchsversuche. Den Kratzen am Schloss von Careys Hütte nach zu urteilen, hat man mehrfach versucht, die Tür zur Hütte aufzubrechen. Jo. Okay, das gibt nix. Auch nix. Ja gut, das macht natürlich Sinn. Auf die Lauer legen. Heute gilt es, sich auf die Lauer zu legen, um zu sehen, ob der Einbrecher einen weiteren Versuch wagen wird. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Naja, derjenige, der hier war, um einzubrechen, sollte schon bemerkt haben, dass jetzt die Polizei hier rumkreist. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es wirklich Sinn macht, dass der da nochmal abends nochmal ankommt und die Leute nochmal, die Hütte nochmal überfallen will oder auch einbrechen will. Na gut, okay. Hast du noch was zu sagen? Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you, madam. Siehste, sie hätte da sein müssen, aber war sie nicht. Mhm. Die Frau nicht selber umgebracht hat, weil sie ihn hasste oder so. Man weiß es nicht. Ach, der einzige Ort ist der Ernst. Oh, also Fußabdrücke. Nö. These boots don't match the footprints. Also hier war wohl jemand, der eine größere Fußsohle hat als er. Da drüben
Das reicht. Okay. Gut, das heißt, wir müssen jetzt ein Versteck finden. War doch richtig, ne? Aufgaben. Suchen Sie sich ein Versteck. Der Geheimnisvolle Einbrecher könnte heute versuchen. Ja, passt. Beweise. Stiefel passen nicht. Peter Carys Stiefel stimmen nicht mit dem Abdruck im Garten überein. Das bedeutet, dass sich eine weitere Person im Wohnungsgebiet aufgehalten hat. Umriss und Staub. Der Umriss und Staub Schluss nahe, dass dort es kürzlich etwas weggenommen wurde. Etwas war größer als ein Buch, ein Kästchen oder vielleicht eine kleine Kiste. Logbücher. Auf dem Regal sind die Schlüssellogbücher der Jahre 1878 bis 1884 aufgereiht. Ohne Zweifel enthalten sie Berichte über die Wal- und Robbenjagd des Schwarzen Peters. Scharfes Messer. Ein scharfes Messer wurde auf dem Boden neben der Leiche von Peter Carey gefunden. Die Klinge weist keine Spuren einer Benutzung auf. Abkürzung. Die Notiz war vom Tatort mit den Initialen JHN. Darin stehen die folgenden Abkürzungen: ASM, TY, BAS, OMT, Rano. Okay. Gehören Sie sehr gepflegt aus. Hier muss ein fähiger Gärtner arbeiten. Obwohl kein Gärtner da sein soll und er es selber gemacht hat. Na gut. Ein Baum wohl kaum, oder? Was wäre ein gutes Versteck? Eigentlich ja eher so hinter der Hütte, ne? Oder? Kommen wir da hin? Das sieht gut aus. So. Hallo? Auch nicht? Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oh, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Hab ich doch gesagt. Hinter der Hütte. Ach, das ist ein lineares Spiel. Na gut, okay. This looks like the perfect hiding place. Man muss also tatsächlich das machen, was das Spiel vorgibt, damit es weitergeht. Na gut, okay. Fortfahren. Shh! Did you hear that? Mhm, wen haben wir denn da? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there! Weiß ihn! Was machst du hier? Okay. Mr. Holmes. All right, my fine fellow.
Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough! You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector, but please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Meinem, was kombiniert. So, das war der erste Teil von Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. Den zweiten Teil gibt es dann wahrscheinlich dann morgen. Also wer noch zugucken möchte, morgen ungefähr selbe Zeit streame ich den zweiten Teil. Vielen Dank fürs Zugucken und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder.